Wir haben den 3. Tag. Gestern hatten wir einen wirklich, wirklich schönen Abend am Feuer. Das Essen hat sehr lecker geschmeckt. Man kann nur empfehlen, immer Chilis mitzunehmen. Chilis, Knoblauch darf definitiv nicht fehlen, macht hier das herzhafte Essen nochmal besser. Wir hatten eine einigermaßen erholsame Nacht, wie es halt so ist, wenn man unter freiem Himmel schläft und morgens irgendwann von der Sonne und der Wärme geweckt wird. Und ja, wir haben soweit zusammengepackt. Die Boote sind fast fertig. Wir werden uns heute natürlich wieder auf die Suche nach einer neuen Insel machen. Vielleicht finden wir sogar noch eine etwas schönere Insel als diese hier. Und auf dieser Insel hier verbleibt von uns nur unsere Feuerstelle. In dem Sinne würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg. Auf jeden Fall. Und da hinten kommen wir her. Und da vorne, gerade rein, da führt dann das Gewässer durch 2 Inseln durch. Der Karte schon fast so schmal wie ein Fluss. Mal gucken, wie es da aussieht. Und wenn wir dann da durch sind, kommt eine Gruppe von vielen Inseln, ein paar mittlere und ein paar kleine. Und da werden wir uns mal ein Plätzchen suchen. Heute gibt's Fisch. Da vorne sind die Inseln unseres Begehrs. Die in der Mitte ist eine große und so ein bisschen rechts davon liegen 3 kleinere. Und wir machen es wieder genauso wie gestern. Der Philipp fährt rechts rum, sucht nach einem Platz und wir links rum. Aber ich würde von hier schon fast sagen, sieht vielversprechend aus. Werden wir sicher was finden. Das ist die andere Seite. Da drüben kommt Philipp. Wir haben auf unserer Seite auf jeden Fall schon eine schöne Stelle gefunden, die werden wir sicherlich auch nehmen.
2 Marder. Das ist süß, ja? Die hintere war noch ganz klein. Ja. Die finden sich aber gar nicht gestört durch uns, ne? Ich bin schon total neugierig. Dann lass mal hier anlanden, ja? Zieht mich an Land, Weib. Boote sind gelandet. Und wir erkunden jetzt mal die Insel. Etwas noch? Als Beilage gibt es heute Stockbrot aus Mehl, Wasser, Olivenöl, Zucker, Salz und Backhefe. Das muss nachher noch ein bisschen ziehen, deswegen rühre ich das jetzt als erstes an. Später gibt es dann dazu noch Süßkartoffeln. Wir sind heute lang gepaddelt und erst spät hier angekommen, deswegen haben wir schon mal einiges vorbereitet und es nicht gefilmt. Wir haben hier uns eine schöne Feuerstelle zwischen den Steinen geschützt zubereitet. Christine macht gerade schon mal Essen. Da am Baum gibt es Wasser. Und hier hinten ist dann direkt unser Lager aufgebaut. Zu den Süßkartoffeln, die wir gleich noch in Scheiben schneiden, gibt es eine Soße bzw. eine Marinade mit Zitronen- und Limettensaft, Olivenöl und dann kommt natürlich gleich noch der Knoblauch und ein bisschen Salz da rein. Ja. Jawohl. Gut, so jetzt was von dem anderen drüber halten? Von der anderen Seite? Bisschen drüber, dass das auch an
ruckelt. Ja, ja, sehr gut. So liegen lassen einfach. Noch ein Stück drüber. Ja, perfekt. Also liegen lassen und jetzt von hier oben ganz viele dünne Äste drauf. Bisschen Reis als Beilage. Etwas mehr indirekte Hitze für die Kartoffeln. Reis, gebratene Süßkartoffel und Zitronen-Knoblauchsoße. Zweite Runde Stockbrot ist auch schon drauf. Und nochmal ein paar Kartoffeln. Gegen Hexen. So Leute, auch an diesem Abend ist es leider schon wieder sehr, sehr spät geworden, wie man es am Licht sieht. Wir lassen jetzt hier den Abend noch gemütlich ausklingen und gehen dann auch gleich ins Bett. In diesem Sinne, gute Nacht. Guten Morgen, wir haben Tag 4. Heute gibt es zur Abwechslung anstatt Kaffee mal Tee. Auch heute werden wir wieder weiter paddeln. Es ist sehr, sehr windig. Das wird sicherlich etwas schwieriger machen als die letzten Tage. Wir möchten aber unbedingt noch einen guten Platz zum Angeln finden. Nachdem wir am ersten Tag direkt 2 wirklich essbare Fische noch kurz vorm Ufer ausgestiegen sind, haben wir an den anderen Tagen nur noch sehr, sehr kleinen Fisch gefangen, kleine Barsche. Und wir wollen unseren Speiseplan unbedingt um Fisch ergänzen. Wir werden zwar nicht verhungern, wenn wir keinen finden, aber es wird schon ein bisschen knapp werden. Sodass wir uns heute definitiv nochmal auf die Suche nach einer schönen Insel, die dann hoffentlich noch ein bisschen besser zum Angeln geeignet ist, machen. Also, wir packen noch zusammen und dann geht's weiter.
Okay. Auf geht's durch den Sturm, ne? Jo. Also wer bereit werden will, einfach hierher kommen. Paddeln hast das Zeit hält. Mal gespannt, ob man das auf den Videos sieht, aber es ist schon gerade sehr wellig und windig. Schon schwierig, die Kamera gerade zu halten. Uiuiui, hier ist was ausgeschöpft. Alter. Da gibt es ein altes russisches Sklaven-Seemannslied. Das würde ich jetzt singen. Also ich muss mich einstimmen. Vielleicht improvisieren. Ernsthaft? Bei so einem Wetter immer Schwimmweste an. Weiß nie, was einen um die nächste Ecke noch erwartet. Die große Insel hier geradeaus oder die kleine rechts und dahinter müsste noch eine noch etwas kleinere Insel sein. Eine von denen soll es werden. Wir kundschaften wie gewohnt erstmal aus. Philipp um die eine Seite, wir um die andere. Und es könnte sein, dass da vorne auf dem Fels schon eine Feuerstelle ist. Falls wir hier an Land gehen, müssen wir uns die nachher mal angucken. Sieht auf jeden Fall schön aus, die kleine. Wenn die was hergibt, werden wir die nehmen. Andere Seite der Insel. Vorne ist die andere kleine Insel. Ein Paradies. Und das sieht sehr gut aus. Wir gehen jetzt mal hier an Land. Und dann schauen wir mal, ob es auch geeignete Plätze für unser Zelt bietet. Alles voller kleiner Blaubeeren hier.
Lecker. Boah, fette Spinne. Das ist fast reingelaufen. Wie eben vom Wasser aus schon gesehen, hier ist eine Feuerstelle. Eigentlich ein sehr, sehr schöner Platz, nur die Frage bei dem Wind, den wir gerade haben. Ob das so Sinn macht, aber bis wir heute Abend Essen machen, sind noch so 1-2 Stunden sicherlich, ist vielleicht ja schon wieder aufgehört. Vielleicht mal mit den anderen besprechen, ob es vielleicht Sinn macht, die Boote hier umzulegen. Hier ist auf jeden Fall viel Platz, auch für die Zelte. Wir gucken uns jetzt sicherheitshalber nochmal die andere Insel an. Die kleine hier direkt nebenan. Da vielleicht noch eine bessere Stelle ist, weil, wie gesagt, vorne auf die steht ganz schön der Wind drauf, sonst wäre die klasse. Aber wenn wir hier nichts mehr finden, dann werden wir da hinfahren. Kleine Insel von der anderen Seite. Also auf der Seite hier wäre nichts gewesen. Höchstens da ganz vorne, aber das ist jetzt, sah auch nicht wirklich besser aus als auf der anderen Insel. Aber das hier jetzt gerade ist, da sieht man das Wasser auch richtig gut. Ja, okay. Hier ist alles viel zu bewachsen. Ja, was der Philipp sagt. Die zweite Insel hat nichts hergegeben, deswegen gehen wir jetzt hier an Land, wo ich eben schon die Feuerstelle entdeckt hatte. Das Lager steht und zur Belohnung, aber auch, weil wir wahrscheinlich ein bisschen stinken, gehen wir jetzt baden. So sieht's aus. Auch ins Wasser. Ich wage mich jetzt nochmal ans Angeln. Ich hoffe, diesmal bin ich erfolgreich. Ruhig, barschiger Freund, ruhig. Schöner Barsch, aber auch noch zu klein. Sehr schön. Ach, du bist doch viel zu klein für den Köder, du Trottel, ey. Ich habe schon extra einen größeren Köder diesmal genommen. Aber die sind hier einfach zu gierig, die Barsche.
3 Würfe, 3 Fische. Ja, aber wieder viele kleine Marke. Philipp rührt gerade den Teig für Pfannenbrot an. Und Christine, die schneidet Knoblauch und Zwiebeln, denn gleich gibt es Schupfnudeln. Die kann man auch direkt schon mal in die Pfanne tun. So muss das. Heute kommt auch noch ein bisschen Knoblauch mit in den Brot. Denn wir wissen ja, Knoblauch darf man nicht geizen. Und zu guter Letzt werden die Schupfnudeln jetzt noch mit Käse überbacken. Ziemlich viel Käse. Noch mehr Käse. Möchten Sie noch etwas Schupfnudeln in Ihren Käse? Gibt's bei uns. Lecker. Nachtisch. Knoblauchpfannenbrot.
Ja, Leute, ihr seht es wahrscheinlich an den Lichtverhältnissen. Heute haben wir es tatsächlich alles ein bisschen früher geschafft. Auf dem Feuer brät noch unser letztes Pfannenbrot. Es war schon wieder ein unglaublich schöner Tag, ein schöner Abend. Und wir genießen jetzt noch zusammen diese Aussicht. Und die dürft ihr jetzt mit uns genießen.